Eine weitere Ausgabe der LT1 Sommergespräche. Diesmal zu Gast bei uns die Parteivorsitzende der SPÖ, Gerstorfer. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Ja, wir haben einen aktuellen, bzw. wir haben einen Aufreger, einen neuen in Oberösterreich. Nach dem Rücktritt von FPÖ-Landesrat Podgorschek sorgt sein Nachfolger, ausgerechnet sein Nachfolger, Wolfgang Klinger, mit seinem Mischkultursaga für Aufregung. Sie fordern seinen Rücktritt. Ja, das ist ganz logisch. Wir haben ja bereits vor gut einem Jahr, als Elmar Podgorschek bei der AfD war, den Rücktritt von Elmar Podgorschek gefordert. Das tun wir jetzt auch, weil die Aussagen, die Herr Landesrat Klinger da getätigt hat, das ist völkische Sprache. Da sieht man die Grundhaltung der FPÖ und das ist genauso verwerflich wie die Aussagen von Elmar Podgorschek bei der AfD vor einem guten Jahr. Und deswegen ist es völlig klar, hier auch in diesem Fall den Rücktritt zu fordern. Nach Ibiza, nach Elmar Podgorschek haben Sie aber nicht nur den Rücktritt gefordert, sondern auch, dass sich diese Zusammenarbeit zwischen ÖVP, also dem Landeshauptmann Stelzer, und den Freiheitlichen Manfred Heimbuchner, dass diese auch getrennt wird. Sind Sie noch immer dafür? Ja, selbstverständlich. Landeshauptmann Stelzer hat ja im Mai im Zusammenhang mit dem Ibiza-Video gesagt, die Zusammenarbeit mit der FPÖ muss neu aufgestellt werden. Er wird keine Rechtsaußensager mehr akzeptieren. Er wird jedenfalls dafür sorgen, dass diese Vorkommnisse nicht mehr stattfinden und dann auch Konsequenzen ziehen. Und das ist jetzt schon wieder der Fall. Aber er kann natürlich nicht dafür sorgen, dass der Landeshauptmann, dass sowas nicht wieder vorkommt. Und die Konsequenzen sind ja gezogen worden mit Rücktritten. Reichen Ihnen die Rücktritte nicht? Ja, der Rücktritt von Elmar Podgorschek ist 10 Monate zu spät gekommen. Das hat man 10 Monate verschleppt und verzögert. Und es ist völlig unglaubwürdig, dass das, was vorigen Juni passiert ist, erst im Mai des Folgejahres Konsequenzen hatte. Und jetzt ist es ganz klar, da gibt es wieder eine rote Linie, die überschritten ist. Und jetzt muss konsequent gehandelt werden. Genau das sagt auch die Bundes-SPÖ, also die Kollegen aus Wien. Und da gibt es eine Presseaussendung von Herrn Trotzter. Er sagt, die Auflösung der Ibiza-Koalition, also er redet von der Ibiza-Koalition in Oberösterreich, die muss kommen. Aber was hat Ibiza mit Podgorschek und Klinger zu tun? Hat er nichts damit zu tun? Natürlich hat das was damit zu tun. Das ist eine Wertehaltung, die sich in der FPÖ durchzieht, in vielen Bundesländern. Aber beim Ibiza wieder ist nicht um Rechtsextremismus gegangen. Nein, das stimmt, aber wir haben ja nicht nur gestern, noch dazu an einem merkwürdigen und denkwürdigen Tag im Zusammenhang mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Wir haben nicht nur in Oberösterreich eine völkische Sprache, die hier angewendet wurde. Wir haben ja auch in Kärnten wieder einen Anlassfall der FPÖ und das ist einfach etwas, was durchgängig in der FPÖ vorhanden ist, dieser Hang zum rechten und zum rechten Rand. Aber würde es nicht reichen, wenn Sie sagen, okay, Podgorschek Rücktritt, Klinger Rücktritt, das reicht, man reagiert, ja. Denn umgekehrt muss man ja sagen, diese Zusammenarbeit hat zumindest laut Umfragen höchste Zustimmung bei den Oberösterreichern. Eine Zusammenarbeit zu sprengen, weil die SPÖ es will, eine Zusammenarbeit, nämlich die Zustimmung hat bei den Bürgern, das schadet doch auch Ihrer Partei. Also ich zweifle diese Zustimmung sehr stark an, weil wir haben in Oberösterreich sehr viele Maßnahmen erlebt, die die ÖVP- und FPÖ-Regierung gemacht hat, die den Menschen durchaus schadet. Wir als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen stehen dafür, den Menschen das Leben zu erleichtern. Wir fordern durchgängige Kinderbetreuung, Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, kostenlose Bildung. Aber dazu kommen wir ja noch. Aber jetzt geht es vor allem um diese Vorfälle und vor allem auch, dass die SPÖ dann immer wieder sagt, okay, Landeshauptmann Stelzer, also nennt ihn auch beim Namen, muss diese Zusammenarbeit aufgeben. Tatsache ist, dass Landeshauptmann Stelzer sehr hohe Zustimmung genießt bei den Oberösterreichern. Und jetzt frage ich anders, sind Sie da gut beraten, Ihre Partei, einen Landeshauptmann anzugreifen, der so hohe Zustimmung hat? Die Freiheitlichen in Oberösterreich sind immer wieder auffällig mit rechten aber das geht um den Äußerungen. Landeshauptmann. Natürlich, aber der Herr Landeshauptmann arbeitet mit den Freiheitlichen zusammen und die Freiheitlichen sind die Achillesferse der ÖVP in Oberösterreich. Das heißt, Sie fordern dann Neuwahlen? Ja, ich fordere Neuwahlen. Wir haben das im Mai bereits gemacht, auch einen Antrag gestellt im Landtag, der dem nicht stattgegeben wurde. Aber nach wie vor glaube ich, dass die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ein Recht darauf haben, ihre Landesvertretung neu zu wählen und auch darauf, dass die Karten neu gemischt werden. Aber wenn das jetzt wirklich passieren würde, Neuwahlen, was würde dann passieren? Es gibt vorgezogene Neuwahlen.
bei den jetzigen Umfragen sieht es nicht so aus, als ob die Landeshauptmannpartei da verlieren würde. Großartig, bei den Freiheitlichen hat man jetzt vielleicht etwas verloren durch Ibiza, aber auch nicht. Das würde ja nichts ändern. Umgekehrt könnte es sehr viele Millionen Steuergeld kosten. Naja, das ist eben 2 Jahre früher als üblicherweise. Das ist keine Frage. Auch auf der Bundesebene wird das durchgeführt, wenn die Basis nicht mehr vorhanden ist. Und ich glaube, dass es sicher notwendig ist, dass Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ihre Landesvertretung neu wählen können. Ist es das, von dem Sie auch immer sprechen, wenn Sie sagen, diese Politik, dieses Spardiktat des Landeshauptmanns und der Zusammenarbeit mit der FPÖ ist unsozial und unmenschlich? Bleiben Sie da dabei? Ja, das ist logisch, wenn die Öffnungszeiten in den Kindergärten zurückgehen, wenn man am Nachmittag für den Kindergarten zahlen muss, dann ist das einfach unsozial. Wenn wir die Gemeinden nicht ausreichend finanziell ausstatten, dass sie auch ihre Verantwortung für die Pflege tragen können, dann ist das unsozial. Weil Sie gerade die Kindergartengebühren angesprochen haben, und da gibt es auch den Vorschlag von Ihrer Bundesparteichefin, die da sagt, ja, ab Herbst kommen sowieso in den SPÖ-geführten Bundesländern kommt der Gratis-Kindergarten auch am Nachmittag und das soll ausgeweitet werden auch auf alle anderen Bundesländer. Aber warum denn? Das ist ja auch wieder so ein Wahlzuckerl, das ja die ÖVP 2009, die Landeshauptmannpartei von Josef Bürger damals gegeben hat und was dem Land sehr, sehr viele Millionen Euro Geld gekostet hat. Was ich eigentlich fragen wollte ist, warum ist die SPÖ dann nicht für gestaffelte Gebühren quasi der viel, viel Geld hat, sollte auch befreit werden? Warum? Das ist ja auch unsozial. Also ehrlich gesagt, die Frage ärgert mich mittlerweile schon, weil sie immer wieder gestellt wird und die Antwort, die wir darauf haben, will offenbar keiner hören. Frauen brauchen Sicherheit bei der Kinderbetreuung und dann können sie auch arbeiten gehen. Wir haben ein Bundesland, wo sehr viele Arbeitskräfte und Fachkräfte gesucht werden. Gleichzeitig will man, dass es flexible Arbeitszeiten gibt. Bis zu 12 Stunden am Tag soll man arbeiten können. Und es gibt viele Beispiele in Europa, wo Kinderbetreuung kostenlos ist, wo viele Frauen arbeiten gehen und wo auch mehr Kinder zur Welt kommen. Und das wird offenbar völlig ignoriert von jenen. Ja, gibt es immer das Argument, warum für die Reichen auch den Kindergarten gratis machen. Warum zahlen dann die Reichen in der Schule nichts? Das ist dasselbe, das ist Oder Bildung. Auf der Uni ist ja das genau ist das Bildung Gleiche, und Bildung muss kostenlos sein. Da könnte man dann natürlich auch diskutieren, das Gleiche, was für die Kindergartengebühren gilt, gilt auch für die Unigebühren, weil wir gerade auf der Uni sitzen. Warum werden die reichen Kinder auch befreit von den Unigebühren? Machen wir jetzt nicht, aber wir reden über eine spezielle Geschichte. Bildung muss kostenlos sein, okay. Das ist ganz einfach so. Ob wir wollen oder nicht, wir müssen auch über eine Wahl sprechen, die nicht Oberösterreich oder schon auch Oberösterreich betrifft, natürlich, weil Oberösterreich ein wichtiges Land bei den Nationalratswahlen ist. Das ist die Nationalratswahl am 29. September. Ihre Bundesparteichefin und Kollegin Pamela Rendi-Wagner sagt, die SPÖ hat Chance auf die 1, Chance auf das Kanzleramt. Ich lasse es jetzt einfach einmal so stehen. Ja, wenn man an den gestrigen Tag denkt, eine Wahl in Deutschland, in Brandenburg, wo die Prognosen noch vor 3 Wochen 16% für die SPD waren und am Wahltag 27% für die SPD herauskommt, dann ist vieles möglich in der Politik. Und ich glaube, in der aktuellen Situation, wo sozusagen ein Skandal und eine Affäre die andere jagt, vom Schreddern bis zum Ibiza-Video und vieles andere mehr. Aber in Umfragen wirkt sich das nicht aus derzeit. Aktuell nicht, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass noch was kommt. Und auf der anderen Seite haben wir die Themen für die Menschen. Wir wollen den Menschen das Leben erleichtern. Ich möchte trotzdem bei dieser Umfrage bleiben und bei dieser Ansage von Pamela Rendi-Wagner, die sagt, sie will Kanzlerin werden und die SPÖ hat Chance auf die Nummer 1. Das sind sehr viele Kommentatoren, um es höflich auszudrücken, sehr skeptisch, ob das auch passiert, denn es geht da immerhin um einen Rückstand von 10-15% zur Kurzpartei. Es wäre ähnlich, wenn ich jetzt sagen würde in Oberösterreich, Sie werden in 2 Jahren Landeshauptfrau von Oberösterreich und die SPÖ Nummer 1. Da geht es ja auch um die Glaubwürdigkeit. Es geht vielleicht um die Glaubwürdigkeit auf der anderen Seite, aber es geht natürlich auch um die Frage, Zielsetzungen zu haben. Und wir wollen Österreich gestalten und wir wollen auch Oberösterreich gestalten. Und beim Gestalten geht es um die Menschen und um das Miteinander und um einen Zusammenruck statt einem Rechtsruck. Und das Zusammenstehen, das repräsentiert die Sozialdemokratie. Wir sagen, dass Menschlichkeit zählt und am Ende des Tages wird Menschlichkeit auch siegen. Okay, dann lassen wir es einmal so stehen. Also Sie sagen auch, es könnte möglich sein. Es kann möglich sein, ja. Also Sie sagen, den Konjunktiv haben Sie, also... Es kann möglich sein, ja. Okay.
Zwei alte neue Themen sind wieder im Spiel, Mindestlohn und Millionärsteuer. Jetzt sitze ich auch schon, ich glaube, 10 oder 12 Jahre hier mit Ihren Vorgängern, Landesrat Ackerl, haben wir über die Millionärsteuer bei jeder Wahl diskutiert. Die SPÖ hat noch keine Wahl mit der Millionärsteuer gewonnen. Es ist ein Thema, das, glaube ich, aktueller ist denn je. Die Löhne werden immer weniger wert. Es gibt sehr viele, die niedrige Einkommen haben, mit dem sie das Leben nicht mehr bestreiten können. Daher ist die Frage des Mindestlohns immer ein Thema. Die Millionärsteuer bleibt ein Thema, wenn 1% der Bevölkerung 40% des Einkommens hat oder des Vermögens hat, dann muss das ein Thema sein. Und wenn man sich in der aktuellen Zeit offenbar Politik kaufen kann, dann ist es umso wichtiger, dass es eine Partei gibt, die Sozialdemokratie, die da dagegen hält. Aber es ist 1.700 € Mindestlohn, wenn wir vom Mindestlohn sprechen. Da kommt auch Kritik aus den eigenen Reihen, nämlich von der Arbeiterkammer, auch von einer SPÖ-Arbeiterkammervertreterin in Wien, die sagt, das sei immerhin noch Angelegenheit der Sozialpartner. Ist es ja auch grundsätzlich. Das ist Angelegenheit der Sozialpartner, aber das tut ja keinen Abbruch, dass wir nicht gemeinsam dieses Ziel verfolgen können. Wir reden von Gratis-Kindergarten. Wir reden jetzt auch noch von 1.700 € Mindestlohn. Aber wer soll denn das alles bezahlen? In die Kategorie Wahlzuckerl fällt das nicht aus Ihrer Sicht? Vor der Wahl einfach das zu versprechen? Wir haben das Thema kostenloser Kindergarten in Oberösterreich schon gehabt. Das ist leider ein Rückschritt gewesen. Wir konnten uns das schon einmal leisten und ich glaube, das können wir auch heute. Und das Thema des Mindestlohns von 1.700 € ist eine Frage, die die Arbeitgeber betrifft. Und das sind Verhandlungen. Und wir wissen, dass es für viele sehr, sehr wichtig ist, auch unter dem Slogan Leistung zählt. Eine Vollzeitbeschäftigung muss 1.700 € brutto wert sein und dann zählt Leistung wirklich. Jetzt reden wir von nach der Wahl, also nach der Ausgang der Wahl, okay, ob jetzt SPÖ 1 wird oder Kurz 1, na egal eigentlich, wer Nummer 1 wird. Sie, die SPÖ, schließen aus, dass Sie mit den Freiheitlichen zusammenarbeiten. Warum schließt eine Partei eine andere aus? Gleichzeitig könnte man sagen, Sie schließen jeden 4., 5. Österreicher aus. Ja, wir haben Themen für die Menschen und wenn wir über Wählerinnen und Wähler sprechen, dann geht es darum, dass sie ihre Zukunft wählen. Wenn sie unsere Themen wählen, dann schließen wir sie nicht aus und jeder ist willkommen, unseren Themen in der Sozialdemokratie die Stimme zu geben. Aber kann man eine Partei ausschließen, die von 25% oder 25%, im Umfang jetzt 20%, bei der letzten Wahl über 25% der Österreicher gewählt wurden ist? Schließt man da nicht einen Großteil der Österreicher aus? Wir schließen nicht die Österreicher aus, sondern wir schließen die Funktionäre aus, wo das Wasser verkauft wird, wo die Pressefreiheit in Frage gestellt wird. Dann kann ich nur sagen, das sind Einstellungen, mit denen wir nicht zusammenarbeiten können. Und auch der jetzige Anlassfall wieder des Landesrats Klinger mit dieser Sprache, mit dieser Mischkultur, von der er spricht, aber auch Vergangene, das passt mit der Sozialdemokratie und mit den Werten der Sozialdemokratie nicht zusammen. Aber warum glauben Sie, dass trotzdem auch nach Ibiza und nach all dem, was passiert ist, trotzdem sehr viele Österreicher eine Fortsetzung von Türkis-Blau möchten? Ja, das sind ähnlich viele wie eine Zusammensetzung der Bundesregierung von Neos, Grün und SPÖ möchten. Da ist kaum ein Abstand und wir streben natürlich eine Mehrheit außerhalb von ÖVP und FPÖ an. Ich glaube, 2/3 sind es also wenn man jetzt die Wähler nur rein von den Wählern ausgeht, sind es in Umfragen derzeit 2/3 FPÖ und Kurz gemeinsam. Also bleibt 1/3 dann noch über. Ich glaube, das ist eine Fehlinformation. Okay. Ich möchte noch einmal ein bisschen über Ibiza reden und auch über die Beziehung, die die SPÖ auch mit der ÖVP, mit der Kurzpartei hat. Unbestritten, Ibiza war nicht gut, war schlecht für Österreich, war eine Katastrophe im Endeffekt für die Politik auch. Aber was man dann schon auch gesehen hat, oder anders gefragt, viele Kommentatoren sehen, wenn sie in die Gesichter vieler SPÖ-Parteifunktionäre, vor allem in Wien, blicken, nicht nur die Abneigung gegenüber den Freiheitlichen und dem Ibiza-Video, sondern auch sehr viel Abneigung gegenüber Sebastian Kurz. Ist es ratsam, eine Politik der Emotion zu führen? Also auf gut Deutsch, ist da so viel Hass da gegenüber Kurz? Also ich glaube, wir führen keine Politik der Emotion, sondern wir führen eine Politik für die Menschen. Es geht darum, Themen zu besetzen, Themen
für die Menschen zu kommunizieren, wie stellen wir uns die Zukunft nach dem 29. September für die Menschen in Oberösterreich und in Österreich vor. Und wenn wir in der ÖVP einen Partner finden, diese Themen durchzusetzen, dann ist uns die ÖVP auf jeden Fall willkommen. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen. In Kürze geht es gleich weiter mit Oberösterreich aktuell die Nachrichten. Zuvor aber noch das Wetter für die nächsten Tage.